Was ist los, liebe Braubrüder und Schwestern? Mein Name ist Oliver Hörold. Ich freue mich, eure strahlenden Gesichter zu sehen. Heute zeige ich euch mein liebstes Braumeisterzubehör. Den hier dürftet ihr alle kennen. Das ist das Original Hähnchen, was mit dem Braumeister mitgeliefert wird. Das hier ist die Variante für die 20 Liter Version und den habe ich sehr, sehr schnell ausgetauscht gegen sowas hier. Das ist ein ganz normales Kugelventil aus dem Bauhaus mit 2 Doppelnippel dran, damit man es auch befestigen kann. Und hat den gleichen Anschluss wie der Braumeister, also das ist 3/4 Zoll, das ist gar kein Thema. Aber halt der Auslauf ist bei meinem Kugelventil identisch wie der Einlauf und das wird beim Braumeister halt relativ schnell sehr dünn. Deswegen, also ich kann das nur empfehlen. So, das hier ist mein zweites Lieblingszubehör. Das sieht aus und ist auch ein Ersatz dafür, das feine Filtersieb, aber im Gegensatz zu dem Filtersieben, die Speidel original mitliefert, ist das ein Lochblecher oder, ja, weiß nicht, gelaserte dünne Bleche oder sowas. Also da gibt es keine Drähte, die irgendwie rausstehen. Es lässt sich auch leichter sauber machen. Und vor allem, ich habe mich so oft gestochen mit dem Originalsieb, dass ich als ich das hier gesehen habe, das ist von Back Brewing aus Italien, das musste ich sofort haben. Also du kannst dich nicht mehr stechen mit der Kante, es ist auch einfacher sauber zu machen und ist identischer Ersatz. Jetzt zum ersten echten Zubehör, weil das andere waren ja eigentlich nur Ersatzteile. Das ist der Springer-Filter von Back Brewing. Das ist zum einen eine Dip Tube, also das wird von innen in den Auslauf vom Braumeister reingesteckt und dadurch bekommt man noch mal ein bisschen mehr Würze raus, ohne dass man den Braumeister kippen muss. Ich musste den dann kippen, dann ist er mir weggerutscht, also Riesensauerei. Und ich habe es mal ausgelittert. Es sind ungefähr 350 Milliliter Trub und Dings, also Schlampes, Lumumpe, die dann noch übrig bleibt, wenn man den Braumeister dann leer hat und das läuft also von selbst leer, da muss man weiter nichts machen. Und das ist kombiniert mit so einem Panzerschlauch, manche kennen das vielleicht auch als Läuterhexe, also das hat dann nochmal so einen Filtereffekt, dass dann Trub und Hopfenpartikel oder was man sonst noch so in sein Bier wirft, dass das dann auch unten drin bleibt. Ja, man sieht, das ist so eine Feder eigentlich und die hilft einem das dann zu filtern. So ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es waren ein paar praktische Tipps für euch dabei. Wenn dem so ist, bitte liken. Wenn ihr das hasst, was ich hier mache, dann muss ich damit leben. Bitte disliken und wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Oliver Hörold. Ciao, ciao.